Aniek Wecker steht jeden Morgen in der Küche am Backofen und füllt mit ihren Kreationen nicht nur die Auslagen diverser Cafés, sondern auch die Seiten ihrer mittlerweile 4 Backbücher. Sind ihre alltäglichen Backwerke im heimischen Ofen verschwunden, verbringt Aniek Wecker die freie Zeit am liebsten in ihrem Stammcafé um die Ecke. Hier gibt es nicht nur Kaffee und fertigen Kuchen zu genießen, Aniek kauft bei Ladenbesitzer Alexander Weseli auch regelmäßig Backzutaten ein. Heute dient das Café aber hauptsächlich als Treffpunkt mit Küchenchef Jörg Götte. Hallo. Hallo. Aniek, hi. Hallo. Ja, Alex. Hi. Geht's euch gut? Ja, geht's nicht. Mensch, hier in deinem Stammcafé? Ja, weil ich hier um die Ecke wohne. Und weil du hier viel einkaufen kannst auch, oder? Ja, ich kaufe hier auch viele Sachen, die es woanders nicht gibt, ein. Und ja, es ist auch so schön, hier einzukaufen, weil es sieht alles so hübsch aus. Und schmeckt natürlich auch. Ja, deine Rezepte werden ja auch nachgekocht, ne? Habe ich draußen gelesen hier. Ja, Das göttliche Tat. Ja. Hat er alles von mir gelernt. Ja, bis vor 2 Jahren habe ich noch überhaupt nicht backen können. Echt? Na, da bin ich mal gespannt. Hoffentlich lerne ich heute auch noch was. Deswegen machen wir jetzt auch Backkurse mit Ja. Aniek. Er ruft mich ungefähr 3-mal am Tag ein. Wie viel Gelatine muss ich da rein tun? Kann man auch Himbeeren Das heißt, du hast- mit Mohn kombinieren? Du hast für Alex eine kleine Hotline eingerichtet. Genau, Backhotline ist ja auch noch was. Genau. Auf geht's zur kleinen Shoppingtour. Schließlich haben Aniek und Jörg heute noch etwas vor. Die Backexpertin achtet genau darauf, wo sie ihre Zutaten einkauft. Diese kleinen Läden muss man einfach unterstützen. Andererseits, das Mehl ist jetzt nicht unbedingt schlechter, wenn ich es im großen Supermarkt kaufe. Aber so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel auch Schokolade, also da merkt man ja sofort einen Qualitätsunterschied. Also das würde ich schon immer dann selbst zum Backen von ganz toller Qualität kaufen. Danke, ciao. Tschüss. Also ich freue mich auf Aniek und habe schon mal in ihrem Buch geblättert, Göttliche Desserts. Und ich glaube, das wird ein spannender Tag mit ihr. Da wird sicherlich noch das eine oder andere an Leckereien dabei sein. Wir starten mit 6 Birnen, einer Vanilleschote und gemahlenen Mandeln. Bei fachgerechter Zusammensetzung ergeben sich daraus Birnen in Mandelteig. So, Aniek, schön, dass du da bist. Und was kann ich dir helfen für deine schöne Birnentat, Du Birnenkuchen? kannst Birnen schälen, Ne? Ja, gerne. aber ich mache hier das Wasser schon mal an. Ja. Hast du das schon? Ja, läuft schon. Dann tue ich da die Gewürze noch rein. Ja, Vanille und Zimt. Und was war jetzt? Das waren 220 Gramm das waren Zucker, oder? 220 Weil da Gramm, ist noch genau. mal Zucker. Ja. In dem Zuckerwasser sollen die Birnen weich kochen. Davor müssen sie allerdings erst einmal ihre Haut verlieren. Ich finde eigentlich, das ist Geschmackssache, welche Frucht man da nimmt oder welche Sorte Birne man gerne mag, die sollte man dann auch zum Backen nehmen. Einfach mal ausprobieren. Mir schmeckt ja sogar die Masse, diese Mandelmasse ganz alleine am besten. Das heißt, man könnte die auch pur essen. Ja, klar. Ja. Oder als Tatbelag nehmen. Ja. Und die kommen jetzt einfach ins Wasser, ne? Zucker hast du noch drin? Zucker habe ich drin. Zimt und Vanille. Und die müssen jetzt weich kochen. Ja, die werden ja noch mal dann in dem Mandelteig gebacken. Ja, Also sie genau. müssen jetzt nicht ganz weich sein, aber dass sie nicht so steinhart Knüppelhart bleiben. sind, ne? Während das hier kocht, dann kann man schön den Teig machen und ja. dann Genau. ist praktisch schon fertig. Also So, was Teig brauchst du? ist Butter. weiche Butter, Ja. Dann, was brauchst du noch? Zucker. Zucker und dann schaumig schlagen. Ein Schaumigschlager. So. Zucker können wir gleich reintun. Ja, und dann gib ihm. Und die Idee zu dem Rezept, wie ist dir die gekommen? Ach, das ist bei mir mittlerweile so, ich habe schon so ein großes Repertoire an Rezepten, die Ja. ich dann immer wieder abwandle und umwandle. Und ja, und dann gucke ich, welche Kombination Ja. hat mir letztes Mal gut geschmeckt. Und ich mag Mandeln mit Birnen eigentlich sehr gerne. Ich finde, das passt gut. Anieks Werdegang, der ist schon sehr interessant. Und so wie das entstanden ist, hat sie sich sicherlich sehr viel selber beigebracht. Und das ist ja möglich. Sie probiert und da entstehen solche Kreationen. Bei dieser Kreation kommen jetzt Eier und zuletzt auch die gemahlenen Mandeln in die Teigmasse. Eine Aufgabe, die Aniek schon fast hingebungsvoll erfüllt. Backen ist sowohl Beruf als auch Leidenschaft. Ich habe das Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Und es ist noch immer so geblieben. Muss man aufpassen, je nach Tassengröße. Der Teig geht ja auch noch etwas auf. Der geht ein Nicht, bisschen dass auf, es dann ja. über die
Das ist fast zu viel, weil da kommt ja noch die dicke Birne rein. Und ich finde das auch so schön, wenn der Stiel da oben so schön rausguckt. Ja, du hast auch die 2 mit Stiel genommen. Ich nehme die dann mal ohne, ne? Ja, sie sind so heiß. Ja, genau. So portionsweise zu backen finde ich super, weil da hat jeder sein eigenes kleines Küchlein vor und dann schmeckt es auch einfach fast noch besser. Es ist allerdings immer ein bisschen mehr Arbeit. Man unterschätzt das oft, wie lange es doch dauert, einzelne Sachen einzufüllen. Da ist so ein Kuchen natürlich schneller gemacht. Aber es sieht halt immer besonders schön aus. Dann stellen wir das mal in den Ofen, ne? Ausbacken. Für den Mandelteig ein Heimspiel. Trotzdem kommt es auf die richtige Einstellung an. Backofeneinstellungen sind schon sehr wichtig. Ich bevorzuge ja Ober-Unterhitze, weil es gleichmäßiger dann im Ofen backt. Aber das muss jeder eigentlich für sich selbst herausfinden, was er für ein Ergebnis haben will. Und das ist schon ein bisschen ausprobieren. Birnen in Mandelteig im Schnelldurchlauf. Geschälte Birnen kochen in Zucker-Gewürzwasser weich und landen später mit dem Mandelteig in kleinen Tassen. Nach 30 Minuten kann das Ofenduo das erste Ergebnis des Tages verkosten. Ich mag das gerne, so Frucht und Teig zusammen. Und die Birne war richtig lecker mit dem Mandelteig. Die Birnen sind ein Dessert, schönes Dessert. Allerdings, naja, sehr mächtig, aber für einen Brunch auch ideal, weil es portionsmäßig abgepackt sozusagen ist. Und da kann sich dann jeder sein Schälchen nehmen. Mit den knallharten Fragen der Redaktion geht es für Annick jetzt ans Eingemachte. Kann deine Familie den vielen Kuchen noch sehen und was essen sie am liebsten? Meine Familie kann den Kuchen teilweise noch sehen. Also mein Mann lässt sich immer begeistern und überzeugen, dass er das jetzt wirklich probieren muss. Die Kinder nicht. Die Kinder möchten lieber, dass ich ganz normale Sachen backe. Wenn überhaupt süß, dann vielleicht ein Gugelhupf oder irgendein Rührkuchen. Aber nicht mit so viel Schnickschnack drumherum. Und wer sich immer freut, sind die Freunde meiner Kinder. Die kommen gerne in die Küche und schauen mal, was gibt's heute. Ja. Das heißt, bei Kindergeburtstagen warst du immer Oh ganz ja, weit da bin vorne. ich auch immer, wenn für die Schule Kuchen gefragt sind, dann bin ich immer sehr beliebt. Ja. Lieber fruchtig, leicht oder schokosahnig? Es kommt auch auf die Situation an, aber eigentlich im Großen und Ganzen lieber fruchtig leicht. In welchen Situationen isst du lieber ein Käsebrot als ein Stück Sahnetorte? Wenn ich schon 3 Stück Sahnetorte gegessen habe. Eine ganz süße Verführung, die gelingt Annick Wecker mit Hilfe von Himbeeren, weißer Schokolade, Zitronensaft und Mehl. Jetzt gibt es Himbeertrüffelbecher. Womit fangen wir an? Wir fangen jetzt an mit den Himbeeren. Die kochen wir erstmal weich und... Das sind jetzt tiefgefrorene Himbeeren, ne? Weil die kann man jetzt im Winter ja auch gut nehmen dafür, ne? Ja, ich finde sowieso die tiefgefrorenen Himbeeren... Also Himbeeren sind in Deutschland ja nur im Juli oder August gut. Sonst schmecken die nach gar nichts. Ja. Und die tiefgekühlten schmecken eigentlich immer ganz gut. Genau. Wie viel 40 Zitronensaft? Gramm Zucker. 40 Gramm, ja? Das Ja, sind hier. 100. Dann Und das sind jetzt 40. wette ich, dass das zu Zitronensaft? wenig war, aber ist egal. Dann süßen wir nach. Bisschen Zitronensaft. Genau. Kommt da auch noch ein bisschen Wasser zu? Ja, Oder vielleicht noch ein bisschen, Schuss Wasser, dass Ja. das nicht unten anbrennt. Ja, ich habe so eine Himbeertrüffeltat, die immer alle essen wollen. Ja. Immer wenn ich irgendwo hingehe, fragen alle, bringst du eine Himbeertrüffeltat mit? Ich kann sie schon fast gar nicht mehr sehen, weil ich die schon so oft gebacken habe. Ja. Aber die habe ich jetzt in ein Dessert eben Hast du umgewandelt. abgewandelt dann. Ja. In Portionsformen. Und das ist aber auch in eins deiner Bücher, ne? Das ist in dem, also ja. die sind jetzt, das ist das Dessert, aber die Himbeertrüffeltat, die ist auch in dem Ja. Backbuch. Und wie viele Bücher hast du schon? Ich habe Kreiert? 4 gemacht. 4. Du machst die Fotos ja auch alle selber, ne? Ja. Bei euch im Garten oder wie läuft Ja, das denn? ich habe keine Lichtanlage und ich finde das auch eigentlich schöner bei Tageslicht. Ja. Das ist irgendwie alles viel natürlicher. Und dann gehe ich morgens... So, ich habe dir mal Stärke ein bisschen Oh, angehört. danke. So, die sollen noch Das ein heißt, du bisschen- hast eine bestimmte Tageszeit, in der du fotografieren kannst? Ja, meistens Wenn die stehe ich Sonne am ganz besten früh steht, auf. Ja. Dann bereite ich das zu, was ich dann eben fotografieren will. Ja. Und das ist meistens am Vormittag und dann kommen am Nachmittag die Kinder aus der Schule und uns dann Essen machen und so. Also meistens höre ich so um 3, 4 Ja. Uhr Und dann auf. ist ja auch die passende Zeit, dann gehen die Kuchen ab ins Café oder? Nee, da bringe ich nichts mehr hin. Nicht mehr? Nee. Ach so.
Umso besser, dann bleibt heute mehr für Jörg übrig. Zu den Himbeeren gibt Annick vor dem Abfüllen Speisestärke. Beim Abfüllen in so kleine Gläser ist es schon hilfreich, wenn man sich so einen kleinen Trichter, so wie ich den hatte, zurechtschneidet, weil dann kann man auch sauber einfüllen. Es sieht hinterher einfach schöner aus. Das muss jetzt abkühlen. Dann stelle ich die mal kalt, oder? Ja. So viel sei jetzt schon verraten. Es wird heute nicht Jörgs letzter Gang zum Kühlschrank gewesen sein. Eine Schicht haben wir fertig, jetzt kommt die nächste Schicht. Ne? Ja, dafür machen wir diese Kekskrümel. Dafür machen wir mal den Teig. Da kann man alles zusammenkippen. Ah, Streusel. Ja, also Einfach Streusel. einfach so Streusel. Genau, ein bisschen Mandeln, Ein bisschen Mandel, Prise Salz noch rein. Ja. Und dann zu so einem krümeligen Teig verkneten. Oh, da kann ich dir ja nicht helfen. Ich hole mal nur das Backblech hier. So. Ja, müssen wir uns nicht beide die Hände schmutzig machen. Und das ist alles aus deiner Trüffeltat entstanden quasi. Dein Ja, ich habe gedacht, da Schichtdessert. fehlt jetzt, die Trüffeltat ist ja ein Mürbeteigboden. Ja, Und genau. Da habe ich jetzt gedacht, da fehlt noch irgendwie was Knuspriges, Teigiges. Ja. Damit man alles so zusammen Ja. im Mund hat. Das heißt, also aus deinen bestehenden Rezepten entwickelst du immer mehr dazu. Ja, manchmal. Ne? Ja. Na, aber mit dem Himbeertrüffel, das ist, weil es immer wieder gewünscht ist. Aber Ja. auch sonst, also das ist, ich habe immer morgens so viele Ideen. Ich denke mal, das wollte ich noch ausprobieren, das wollte ich noch ausprobieren. Also, Das heißt, du gibt stehst so dann um viele 4 Uhr auf und Möglichkeiten. fängst an, oder? ja, na, 4 ist ein bisschen Ja. sehr früh, 5 oder so. Aber man sagt ja immer, Backen wäre so langweilig. Da muss man sich immer an alle Angaben halten. Ja. Und beim Kochen, ja gut, man hat beim Kochen das Glück, dass man am Schluss noch was verändern kann, Ja, wenn es genau. irgendwie misslungen ist. Also wenn ein Kuchen einfach nicht aufgeht oder nicht zusammenhält, da kann man am Schluss dann nichts mehr machen. Nee, aber man kann es ja man immer noch kann essen. vorher kreativ Man kann- sein. Ja, genau. Ja, aber essen kann man es auch das noch. Aber merke ich ja hier in der Redaktion. Wenn ich einen Kuchen mache und das Rezept passt nicht 100%, freuen sich ja alle, weil dann kriegen sie noch einen Kuchen extra. Also von daher finde ich das gar nicht schlimm, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Und man lernt da ja auch für das nächste Mal. Die Mandelstreusel verteilen Annick und Jörg auf dem Backblech, das jetzt für ca. 10 Minuten in die Röhre guckt. gut, dann machen wir jetzt die dritte Schicht, Jo. die Trüffelmasse. Ja, dafür haben Eigentlich wir das die Leckerste. Schokochips eingekauft. Quasi, Ja. ne? So. Die müssen wir jetzt hier über dem Wasserbad schmelzen oder man kann auch, die sind ja schon so schön zerkleinert, Ja. da könnte man jetzt die Sahne aufkochen und drüber kippen, dann würden die auch schmelzen, aber Ja. das ist, Jetzt kann man jetzt auch. alles übers Wasserbad geben. tun Ne? wir alles zusammen, Sahne und da kommt Ja. auch noch ein bisschen Butter mit rein. Genau. Aber die tue ich immer am Schluss erst rein. Und das verrührst du dann so lange, bis es Bis es geschmolzen geschmolzen ne? ist, ja. Beim Schokoladeschmelzen muss man auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht zu heiß wird, weil sonst trennt sich das Fett und die Schokolade gerinnt. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das langsam zum Schmelzen bringt und immer unterrühren. So, dann hole ich schon mal die Himbeergläser. Ne? Ja, und das ist auch schon geschmolzen. Dann tue ich die Butter noch dazu. Bei Anniks Schichtdessert, da renne ich ja vom Kühlschrank zum Arbeitsplatz und hin und her. Aber es lohnt sich ja. Die einzelnen Schichten müssen schon fest werden, weil dann sehen die anderen auch viel, viel besser aus im Endeffekt. Und daher, Laufen ist angesagt. Aber jetzt erst einmal die zweite Schicht abfüllen. Oder war das jetzt schon die dritte? So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Schicht, die ja dann quasi die dritte wird. Oder die dritte Schicht, die die zweite Schicht wird. Wie war das jetzt eigentlich? Ja gut, das war jetzt aus zeittechnischen Gründen, Ja. haben wir erst die gemacht, die aber jetzt erst draufkommen, weil die müssen ja auch wieder abkühlen. Genau. Das heißt, es hat jetzt ja 10 Minuten gebacken, ne? Aber sowas kann man auch gut mit Kindern machen, oder? Wenn man Mit hier... meinen nicht. Nee, warum nicht? Die haben- Weil der nichts mehr in die Gläser kommt, oder? Nein, die haben nicht so ein Interesse, leider. Ach so. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Kinder, die, vor allem Jugendliche, die jetzt so begeistert kochen. Die Tochter Ja, das meiner stimmt. Freundin, die liebt das Backen über alles. Ja. Und Also bei meiner Tochter ist das so, Jetzt in- wenn gebacken wird, darf kein Geräusch sein, also alles mit dem Schneebesen machen. Und wenn wir fertig sind, sagt sie, ich mag es nicht. Wollte es aber vorher haben. Aber gut. ja, die ist auch erst Man muss, 4. Die ist erst mal 4, genau. Ist ja nur Spielerei.
Sind alle Schichten des Desserts in die Einmachgläser gefüllt, bekommen Sie noch eine kleine Himbeerkrone. Ein wahrhaft göttliches Dessert von Annick. Der Himbeertrüffelbecher von Annick, der war einfach klasse. Und wichtig ist wirklich, dass man mit dem Löffel jede Schicht auf einen Löffel kriegt, damit es hinterher auch so richtig kracht im Mund. Und durch die Trüffelmasse und die Säure der Himbeeren ist es einfach ein richtiges Vergnügen, das zu essen. Die Himbeerbecher sind wirklich eine richtige Kalorienbombe. Und ich habe schon so viel davon gegessen, weil ich so oft diese Himbeertrüffeltat gemacht habe, dass ich es jetzt nicht unbedingt bei uns zu Hause noch als Dessert machen würde. Aber man kann damit immer punkten. Sie kommen immer gut an. Annick verbindet Backkunst mit Witz. Und so sind durch ihre Ideen eine Reihe an Postkarten mit Wortbackwitzen entstanden. Eine Herausforderung für Jörg, seinen Gast heute mit einem eigenen Bilderrätsel auf die Probe zu stellen. Da haben wir jetzt mal so ein kleines Spielchen überlegt. Und zwar geht es genau um diese Sache. Fangen wir mal an. Das ist jetzt ein Wortspiel. Ja, genau. Aha. Ist es ein also es ist schon Buchstabe? Schrift, ja, es ist ein Schriftzeichen. Kommt aus dem... Japanischen, asiatischen? Asiatisch ist schon gut, ja. Jetzt brauchen wir nur noch das Land. China, Russisch könnte es auch sein. Ne? Nee, nicht ganz. Also Japan und China ist es nicht. Ja, ist auch eine schöne, scharfe Küche haben die auch. Thailand. Ja, Thai. Und der Schriftzeichen ist an 7. Stelle mit unserem Alphabet gleichzusetzen. D, E, F, G. Also es ist ein G. Ja, Ein thailändisches G. ja. Und jetzt lässt du Land weg und dann hast du... Thai. Ah, das sind mehrere Teige. Es geht heute um Teige. Sehr gut, sehr gut. Ich mache jetzt einfach was und du kannst mal raten, was mache ich und was ist das denn für ein Teig? Ein Blätterteig. Was machst du damit am liebsten? Blätterteig habe ich selten selber gemacht, weil der so viel Arbeit macht. Ja. Kaufe ich immer den tiefgekühlten. Der ist Ist auch viel nicht- besser als der genau. aus der Kühltheke. Und ja, was macht man damit? Auch für Tarts öfter. Dann auch salziges Gebäck kann man gut machen. Also, das ist eine Elfe oder eine Fee? Ja, das zweite ist super. Fee. Das ist ein... Eine Grenze? Nee, Autonummernschrift? früher vielleicht mal. Ja, Ein Autokennzeichen, genau. Autokennzeichen. Und warum hat das was zu bedeuten, dass es speziell könnte auch München stehen? Nee, könnte nicht, weil Es muss Helm München wäre M und wir brauchen... H. Und was noch? Ach so. Was ist H? H ist Hannover. Hat bestimmt mehrere, aber ich weiß nicht, HL oder HLM oder HM. HE, HE ist schon nicht okay. schlecht. Also haben wir hier einen... Hefeteig. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich liebe Hefeteig. Damit kann man auch so viel machen. Und zwar mache ich immer, wenn ich Hefeteig mache, die doppelte Menge und mache den Kindern noch Dampfnudeln. Das wollen die immer. Und ja, alles, Gugelhupf, Germknödel, ich liebe alles mit Hefeteig. Wasser, Nee, was mache ich hier? Was kommt hier aus der Flasche? gießen, Was kommt hier aus der Flasche? Tropfen, Was kommt hier raus? Ein Strudelteig. Gut. Ich weiß es jetzt schon. Du weißt es jetzt schon, aber ich mach's trotzdem. Ja. Okay. So. Dann vielleicht brauche ich da nicht alles in anstecken. Brand setzen für den Brandteig. Hey, Mensch. Genau, Soll ich ihn gleich mal löschen? löschen. Ach, Aber löschen. erst musst du mir sagen, was du gerne mit Brandteig machst. Windbeutel. Windbeutel. Eclairs. Genau. Zack. Ja, super. Vielen Dank. Zitronen, ein Eigelb, Zitronenlikör und kalte Butter. Die Zutaten für Jörgs Limoncello-Tart. Okay, Annick, machst du mir den Teig für unsere Limoncello-Tart? Gerne. Und zwar einfach einen Mürbeteig
Butter, Mehl, ein Ei, bisschen Puderzucker und schon gib ihm. Dann mache ich mal die Masse dafür. Und natürlich hier, ich meine, bei so viel Süßem heute, da können wir uns mal so ein Likörchen gönnen. Vielleicht mal Der ist ja auch nicht direkt süß. pur, genau, sondern in die Tat mit rein. Und dann habe ich hier schöne Zitronen. Also der Geschmack kommt nicht nur vom Likör, sondern auch von der Schale. So, Zitronenabrieb ist ja eigentlich auch beim Backen schon fast ein Muss, ne, um so einen Geschmack zu erzeugen. Ne? Musst aber aufpassen, dass du nur das Gelbe. Ja, ich gucke auch aber immer das hier. weißt du schon. Ich habe schon gesehen, wie du da ein bisschen auf die Finger guckst. Aber das ist ja auch gut so. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, ich mache das so selten mit der Hand. Ehrlich? Ja. Ja, dann kommst du hier mal wieder Bin gut zurück zum ausgestattet. Ursprung. Okay, so, dann brauche ich noch den Saft dazu. Machst du denn auch bei dir zu Hause die Teige vor oder? Also ich mache ja sehr viele Tarts. Also ich Ja. mag die gern und die sind auch so praktisch. Die halten immer etwas länger und die sind vor allem so kreativ. Da kann man ja mehrere Schichten machen und dann die wieder mixen, die Schicht da eine andere nehmen. Und ich mache das so, ich habe von diesen Formen, vor allem wichtig ist, dass die einen Hebeboden haben, Ja. habe ich mehrere und die fülle ich mir dann immer und lege die in den Tiefkühler und dann habe ich immer einen zum Aufbacken. Außerdem hat das auch noch den Vorteil, da rutscht der Rand nicht so ab, wenn man die tiefgekühlt backt. Ja, das stimmt. So, und ich nehme hier noch ein bisschen Creme fraiche dazu. Und dann kommen noch Eigelb und Eier dazu. Und natürlich ordentlich Zucker, damit es nicht ganz so sauer ist. Ne? Ich glaube, das Ei war etwas groß. Kannst du mir noch ein bisschen Mehl geben? Ja, das kann ich. Ich habe hier noch was. Komm, ich gebe dir mal was rein. Nicht so viel, nur ein Nein, bisschen. nur ein bisschen. Ne? Bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Weil vor allem, wir stellen den ja jetzt wahrscheinlich nicht kalt, weil wir dafür Nee. keine Zeit haben. Den Normalerweise geben wir gleich in die Form. müsste der ja noch ein bisschen ruhen. Ja, ein bisschen. Ne? Also ich habe schon mal auch 2 Meinungen gehört, dass man den eigentlich soweit, wenn man kalte Butter nimmt, direkt verarbeiten kann. Ja, ich Aber- finde, das ist schon ein Unterschied, wirklich. Und genau, du sagst, man muss den auch ein bisschen ruhen lassen, ne? Damit Im sich die... Kühlschrank, ich habe am besten über Nacht, das finde ich viel besser. Und zu lange kneten soll man ihn auch nicht. Dann wird er so, ja, so brüchig. Jörg macht mit dem großzügigen Einsatz von Zitronenlikör die Tarte zu einem Erwachsenengericht. Also für die alkoholfreie Variante würde ich eher den Limoncello weglassen und dafür ein bisschen mehr Zitrone, dann geht es auch. Aber den Namen würde ich auch ändern, in Zitronentart vielleicht. Für das Ausrollen des Tartbodens zeigt sich Annick verantwortlich. Eine Aufgabe, bei der sie über viel Routine verfügt. Ich roll den Teig gerne auf Backpapier aus. Meistens mache ich sogar oben noch eine Schicht Backpapier, dann habe ich gleich ein sauberes Nudelholz danach. Und dann kann ich den auch besser hochheben und in die Form legen. Und wenn du so bei dir zu Hause in deiner kleinen Küche so vor dich hinbäckst, was hörst du denn dafür für Musik eigentlich? Ob ich jetzt die Musik von meinem Mann... Ja, genau. Ja, die höre Oder ob ich, er dir mal ein bisschen was vorspielt? nein, die oder? höre ich schon sehr gerne, Ja. aber nicht den ganzen Tag und natürlich lieber live. Lieber live. Das heißt, er kann dir Nee, seine der- neuen Kompositionen mal vorspielen, während Ja. du backst und so weiter. Hat er das schon Muss gemacht? er nicht beim Backen machen, da höre ich dann schon richtig zu. Nee, aber der macht morgens oft so Fingerübungen am Klavier. Ja. Und das ist dann meine Hintergrundmusik. Flüssige Zitronencreme mit flachem Tartboden zusammenbringen, das erfordert viel Gefühl und einen guten Gleichgewichtssinn. Die Tarte muss jetzt bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten backen. Okay, jetzt brauchen wir noch unsere Baiser-Tuffs. Da habe ich hier ein bisschen Prise Salz hinein und dann steif schlagen. Ne? Und beim Eiweiß steif schlagen ist es ja so, dass man den Zucker erst reingibt, wenn er steif ist. Ne? Weil sonst wird es Mach ich, cremig. Ne? mache ich auch immer, aber es gibt auch viele, die machen am Anfang ein Drittel, dann ein Drittel und am Schluss ein Ja. Drittel. Aber ich mache es lieber erst steif Ja. und dann einrieseln lassen. Genau. Oder man gibt es in die Küchenmaschine und geht eine halbe Stunde spazieren. Das geht auch, aber das wollen wir ja nicht. Ja, viele machen das ja auch noch mit der Hand. Ja, genau. Ist ja eigentlich auch besser, weil Da hast du mehr Gefühl, Genau. weißt du genau, wann es fertig ist.
Und viel Luft wird runtergeschlagen. Beim Baiser ist halt wichtig, dass auch noch viel Zucker untergeschlagen wird, weil dann hat das Eiweiß einen richtig guten Stand, sodass man das einfach relativ schnell überbacken kann und dann auch servieren. Der Eischnee soll nicht nur schmecken, sondern die Tarte auch optisch aufwerten. Dafür kommt er in Form von Tupfen obendrauf. Die werden im Backofen noch einmal kurz übergrillt. Die Limoncello-Tarte in 3 Schritten. Die Grundlage bildet ein Mürbeteig. Darauf kommt eine Zitronencreme mit Likör. Zuletzt folgen Eischneetupfen. Auch am Ende des Tages bleibt es zwischen Jörg und Annick vor allem eins: süß. Dabei hat die Tarte noch ein wenig mehr zu bieten. Gerade diese Säure und oben diese Baiser-Tuffs obendrauf, also ich fand es richtig lecker. Backen oder fotografieren? Was kannst du besser? Backen. Backen. Aber du fotografierst auch. Ja, aber das kann ich nicht besser. Welche CD hast du dir zuletzt gekauft? Das ist schon etwas länger her, aber das war eine CD von Ernst Busch mit alten Arbeiterliedern. Die habe ich nämlich als Jugendliche gern gehört und da gab es die aber nur als Schallplatte. Und dann habe ich die im Geschäft jetzt als CD gesehen und da habe ich die einfach gekauft. Alte Arbeiterlieder, inspirieren die dich beim Backen oder? Ich finde das gut, aber nee, das ist auch ein bisschen so eine Jugenderinnerung. Werden deine Söhne lieber Rockstars, Bäcker oder Kaffeebesitzer? Ich habe 2 Söhne und das ist ein großer Unterschied. Also der eine wird vielleicht lieber Rockstar und der andere Banker. Banker. Also schlecht, Nicht Bäcker, keiner sondern Banker. Ein paar letzte Zeilen, schon ist es vorbei. Das süße Rendezvous am Ofen zwischen dem Küchenchef und Annick Wecker. Der Tag mit Annick war sehr schön, aber auch sehr süß. Also ich glaube nicht, dass ich was zugenommen habe, aber heute Abend brauche ich, glaube ich, erstmal eine Bockwurst oder Bratwurst. Es haben alle 3 Dinge funktioniert. Spaß hatten wir auf jeden Fall. Was gelernt habe ich auch. Und ob Jörg was von mir gelernt hat, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall schön.